Wir starten diese Power-Yoga-Stunde am vorderen Mattenrand. Beide Füße stehen hüftschmal parallel ausgerichtet. Und du beginnst jetzt erstmal deine Füße sanft zu erden. Hab die Idee, du bringst die Hackenaußenkante und den Fußbein vom großen Zeh leicht in den Boden. Deine Zehen liegen ganz locker und entspannt. Wachse dann in die Länge. Hab die Idee, du wirst so 1 Zentimeter größer, als du eigentlich lang und groß bist. Die Arme lässt du einfach entspannt in den Schultern los. Wenn du magst, kannst du für den Anfang dieser Stunde die Augen schließen. Nimm jetzt sehr bewusst diese Verbindung von deinen Füßen zum Boden wahr. Spüre deine Aufrichtung. Hab die Idee, du stehst an einer unsichtbaren Wand. Und auch dein oberer Rücken und dein Hinterkopf haben einen leichten Kontakt zu dieser Wand. Wenn du in deinem Stand bewusst angekommen bist, dann mach dir erst einmal die Atmung deines Körpers bewusst. Stell für dich fest, wann atmet dein Körper ein, wann atmet er aus. Mach dir bewusst, wo du im Moment die Atembewegung in deinem Körper spürst. Wenn dein Körper das nächste Mal einatmet, dann übernimm diese Einatmung und beginne sie tief in deinen Bauchraum zu schicken. Und atme dann auch tief aus dem Bauchraum heraus wieder aus, sodass du in deine tiefe Bauchatmung kommst. Bei jeder Einatmung schiebt sich die Bauchdecke nach vorn. Mit jeder Ausatmung senkt sich die Bauchdecke wieder nach innen. Und spüre im Moment diese Bewegung deiner Bauchdecke ganz deutlich. Bei deiner nächsten Ausatmung ziehst du leicht den Unterbauch aktiv an die Wirbelsäule heran und etwas Richtung Brustbein. Mit der Einatmung lässt du wieder nach unten vorn los. Mit der Ausatmung aktiviere leicht den Unterbauch nach innen oben. Mit der Einatmung löse nach unten vorn. Spüre diesen Wechsel. Lösen bei der Einatmung. Sanfte Aktivierung bei der Ausatmung. Nach der nächsten Ausatmung halte den Unterbauch leicht innen oben und atme jetzt mehr in deinen Brustkorb ein und aus. Spüre, dass sich jetzt dein Brustkorb bewegt durch die Atmung, dass sich dein Unterbauch jetzt eher nicht mehr bewegt. Und dann beginne mit deiner Ujjayi-Atmung. Atme nach Möglichkeit die ganze Stunde über in Ujjayi, auch wenn ich es nicht mehr machen werde, weil ich dann nicht sprechen kann. Mit der nächsten Einatmung hab die Idee, du spreizst alle 10 Zehen weit voneinander weg, hältst dabei aber die Ferse ganz stabil am Boden. Und mit der Ausatmung lässt du die Zehen wieder los.
Mit der Einatmung spreizst du alle 10 Zehen voneinander weg. Mit der Ausatmung lässt du wieder los. Lass die Zehen an sich dabei ganz entspannt auf der Matte liegen und spüre ganz bewusst, was verändert sich in deinem Körper, obwohl du nur deine Zehen spreizt. Mit der nächsten Einatmung finde so eine leichte Spreizung. Dann probiere, sie zu halten und finde für dich noch einmal heraus, ist dein Fuß jetzt so sanft aktiviert, dass du ihn für die ganze Stunde über so lassen kannst. Atme immer weiter im Ujjayi und wann auch immer du magst, kannst du deine Augen natürlich auch jederzeit wieder öffnen. Mit der nächsten Einatmung bring beide Arme über die Seite nach oben in den Berg. Hab die Idee, du schiebst deine Fingerspitzen ganz weit zur Decke, du streckst deine Ellenbogen ganz lang, aber du lässt deine Schultern entspannt unten und du bleibst in deiner Körpermitte stabil. Der Unterbauch ist leicht innen oben. Mit der nächsten Ausatmung komm in die Namaste-Position. Bleib weit im Brustbein und lass auch hier deine Schultern los. Mit der nächsten Einatmung leg die Ellbogen zusammen, öffne deine Hände, sodass deine Handflächen zur Decke schauen. Probiere aus, wie weit magst du die Hände von der Nase wegnehmen und wie weit magst du die Ellbogen nach oben nehmen. Mit der nächsten Ausatmung komm in die umgedrehte Namaste-Position. Roll an deinem Fingerrücken nach unten. Schieb mit leichtem Druck den Handrücken, die Handgelenke zueinander. Probiere die Ellbogen eher unten zu lassen und bleib auch hier weit in deinem Schultergürtel. Und mit der nächsten Einatmung tauchst du mit den Armen nach unten, kommst nach vorne, kommst nach oben. Und es kann sein, dass du vielleicht gar nicht ganz bis nach oben kommst, weil sich dann die Hände gar nicht mehr berühren. Probier einfach für dich aus. Hab die Idee, du möchtest die Ellbogen so lang wie möglich lassen. Du möchtest aber auch die Schultern unten lassen und in der Mitte stabil bleiben. Und mit der nächsten Ausatmung bring die Arme in einen Kreis nach hinten und wenn die Arme entspannt unten angekommen sind, kommen wir in eine fließende Bewegung. Atme ein in den Berg. Mit deiner Ausatmung komm in Namaste. Mit der Einatmung leg die Ellbogen zusammen und öffne die Handflächen. Mit der Ausatmung umgedrehte Namaste-Position. Einatmen, tauchen bis nach oben. Mit der Ausatmung den Armkreis. Mit der Einatmung über die Seite. Mit der Ausatmung Namaste. Einatmen, Ellbogen zusammen, Handflächen öffnen. Umgedrehtes Namaste, ausatmen. Einatmen, tauchen nach unten, vorn, oben. Und ausatmen, nach unten. Einatmen in den Berg. Ausatmen, Namaste. Einatmen, Handflächen zur Decke. Ausatmen, umgedrehtes Namaste. Einatmen, tauchen. Und mit der nächsten Ausatmung, mit dem Armkreis, komm über den langen Rücken in deine tiefe Vorbeuge. Vielleicht nimmst du dir erstmal eine Erhöhung, vielleicht beugst du die Knie. Und bring ein bisschen Bewegung in deinen Körper. Roll mit den Füßen, mit den Knien, lass den Kopf los. Spüre in deinen Körper hinein. Was für eine Bewegung braucht er jetzt? Mit deiner nächsten Einatmung, kannst gerne auf deinem Platz stehen bleiben, kommst du einfach in den langen Rücken.
Schieb dein Brustbein ganz weit nach vorn, zieh das Kinn ein bisschen zum Brustbein heran. Auch hier kannst du die Knie gerne erstmal beugen, damit der Rücken lang wird. Mit der nächsten Ausatmung tauche wieder in die tiefe Vorbeuge. Beug gerne die Knie und komm mit der Einatmung wieder in den Berg nach oben. Mit der Ausatmung Namaste. Einatmen, Handflächen zur Decke. Ausatmen, umgedrehtes Namaste. Einatmen, tauchen bis nach oben. In die tiefe Vorbeuge, ausatmen. In den langen Rücken einatmen. Und aus dem langen Rücken steig zurück in den herabschauenden Hund. Und bring Bewegung in deinen herabschauenden Hund. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sei da ganz kreativ und spüre auch hier in deinen Körper hinein. Mit deiner nächsten Einatmung komm in die Planke und mit der Ausatmung schieb dich in den herabschauenden Hund. Einatmen in die Planke, ausatmen, herabschauender Hund. Einmal noch in die Planke, in den herabschauenden Hund ausatmen. Bleib für einige Atemzüge in deinem herabschauenden Hund. Schieb mit deinen Händen die Matte nach vorn, schiebe mit deinen Füßen die Matte zurück. Schieb den Po nach hinten oben, lass die Fersen leicht nach außen unten los und bring Abstand im herabschauenden Hund zwischen Schulter und Ohr. Probiere zu verhindern, dass die Schultern weit oben sind, sondern mach dich weit. Genauso wie wir es in unseren vorbereitenden Armpositionen gemacht haben. Mit der nächsten Einatmung lauf aus dem herabschauenden Hund nach vorn zwischen deine Hände in deinen langen Rücken. Atme aus in die tiefe Vorbeuge. Vielleicht, wenn du Kontakt zum Boden hast, magst du deine Hände einmal verkehrt rum aufsetzen. Mit der nächsten Einatmung komm über die Seite in den Berg. Mit der Ausatmung Namaste. Einatmen, Handflächen. Ausatmen, umgedrehtes Namaste. Einatmen, nach oben, in die tiefe Vorbeuge. Ausatmen. Komm in deinen langen Rücken, atme ein und steig zurück in den herabschauenden Hund mit der Ausatmung. Mit der Einatmung komm in die Planke. Bleib ganz stabil im Schulterbereich, wenn du die Knie mit der Ausatmung absetzt. Werd noch ein bisschen länger mit der Einatmung und schwebe in die Bauchlage mit der Ausatmung. Halt den Unterbauch sehr aktiv, die Knie ganz lang. Mit der Einatmung komm in deine Kobra. Mit der Ausatmung tief. Mach das einige Male in deinem Atemrhythmus. Langsam und geschmeidig. Schieb die Ellbogen hinten zueinander und auch hier die Schultern von den Ohren weg. Aus der nächsten Cobra-Position probiere die Ellbogen eng am Körper zu lassen. Schieb dich zurück in das aktive Kind. Spüre, dass du Länge in deinen Rücken bringst, in deine gesamte Wirbelsäule. Und dann laufe mit beiden Händen etwas zur linken Seite,
sodass du die rechte Hand etwas weiter vorschiebst und spürst, auf der rechten Oberkörperseite entsteht mehr Länge. Schieb deine Atmung in deine rechte Oberkörperseite und probiere aus, was kannst du tun, damit du dort eine Dehnung verspürst. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in die Mitte. Mit der Ausatmung wandere mit den Händen, mit den Armen nach rechts. Schieb vielleicht die linke Hand, den linken Arm ein bisschen weiter vor und spüre jetzt die Länge in deiner linken Oberkörperseite. Atme gerne immer noch weiter in Ujjayi. Und mit der nächsten Einatmung komm wieder in die Mitte. Stell die Fußballen auf die Matte und probiere dich aus den Beinen heraus mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund zu schieben. Bau wieder die verschiedenen Schubrichtungen im herabschauenden Hund auf. Lass deine Atmung fließen. Und dann lauf mit den Füßen nach vorn, atme deinen langen Rücken ein. In die tiefe Vorbeuge aus, wähle da deine Handposition, wie auch immer es für dich passt. Mit der Einatmung komm über die Seite in den Berg. Mit der Ausatmung in Namaste. Einatmen, Handflächen zur Decke. Ausatmen, umgedrehtes Namaste. Einatmen, tauchen. Und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Mit der Einatmung komm in deinen langen Rücken. Und dann steig zurück in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung komm in deine Planke. Nur die Knie absetzen mit der Ausatmung. Aktiviere deine Körpermitte mit der Einatmung noch ein bisschen mehr. Schwebe in die Bauchlage mit der Ausatmung. Mit der Einatmung heb das rechte Bein. Ablegen mit der Ausatmung. Dann links und denk dran, dass du in der Körpermitte stabil bleibst. Hab die Idee, du holst den Unterbauch ein bisschen von der Matte weg. Lässt deine Atmung fließen. Mit deiner nächsten Einatmung komm wieder in die Kobra, in die Kinnposition. Ausatmen. Fußballen hüftweit aufstellen, einatmen. Herabschauender Hund, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung bring dein rechtes Bein nach hinten oben. Mit der Ausatmung bring dein rechtes Knie an den linken Arm in die Planke. Mit der Einatmung nach hinten oben. Absetzen mit der Ausatmung. Linkes Bein einatmen und dein linkes Knie an den rechten Arm. Schieb dich in die Planke nach vorn. Einatmen nach hinten oben. Dann startest du mit dem linken Bein, läufst nach vorn, kommst in deinen langen Rücken, atmest in die tiefe Vorbeuge aus, über die Seite mit Berg ein. Namaste aus. Ellbogen einatmen. Umgedrehtes Namaste aus. Tauchen bis nach oben einatmen. In die tiefe Vorbeuge aus. In den langen Rücken einatmen. Herabschauender Hund, atme aus.
In die Planke einatmen. Knie aus. Werd ein bisschen länger, aktiviere die Schultern mit der Einatmung. In die Bauchlage aus. In die Kobra ein. Kinnposition aus. Die Fußbeine hüftweit einatmen. Herabschauender Hund, atme aus. Heb dein rechtes Bein nach oben mit der Einatmung. Stell deinen Fuß zwischen deine Hände, atme aus. Mit der Einatmung komm in deinen parallelen Krieger. Mit der Ausatmung in Namaste. Und jetzt komm erstmal bewusst in deinem parallelen Krieger an. Achte darauf, dass das vordere Knie nicht wegkippt, dass es stabil bleibt. Zieh den Beckenkamm vorne nach oben und probiere gleichzeitig das hintere Bein lang zu strecken. Spüre, dass dein Hüftbeuger gedehnt wird. Auch hier baust du länger auf, spürst die Verbindung über die Füße zum Boden. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme nach oben. Mit der Ausatmung mach einen Armkreis in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung bring dein linkes Bein nach oben. Mit der Ausatmung einen großen Schritt nach vorn. Einatmen, paralleler Krieger. Namaste, ausatmen. Wieder vorne hochziehen. Jetzt spür die Dehnung im rechten Hüftbeuger hinten. Hier wird es lang, wenn du hier hochziehst und gleichzeitig hinten lang streckst. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme nach oben. Armkreis, ausatmen, herabschauender Hund. Bleib für einige Atemzüge im herabschauenden Hund. Benutze die verschiedenen Schubrichtungen. Und mit der nächsten Einatmung lauf wieder nach vorne in deinen langen Rücken. Atme aus in die tiefe Vorbeuge. Über die Seite in den Berg einatmen. Achtung, mit der Ausatmung direkt wieder in die tiefe Vorbeuge. Einatmen in den langen Rücken. Herabschauender Hund, atme aus. Einatmen in die Planke. Auf deinem Weg entweder die Knie extra absetzen oder die Beine lang lassen in die Bauchlage. Einatmen in die Kobra. Kinnposition aus. Fußballen einatmen. Herabschauender Hund, atme aus. Rechtes Bein heben, atme ein. Und Fuß zwischen die Hände aus. Der parallele Krieger, einatmen. Namaste, atme aus. Einatmen, strecken. Armkreis, herabschauender Hund. Linkes Bein heben mit der Einatmung. Weit nach vorn absetzen, aus. Paralleler Krieger, ein. Namaste, aus. Einatmen nach oben. Herabschauender Hund, aus. Bleib wieder für einige Atemzüge. Mit jeder Einatmung schaffst du mehr Länge. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr los. Mit der nächsten Einatmung lauf nach vorn in deinen langen Rücken. Atme aus in die tiefe Vorbeuge. Über
über die Seite in den Berg ein. Namaste, atme aus. Einatmen nach oben. Tiefe Vorbeuge aus. In den langen Rücken ein. Herabschauender Hund, atme aus. In die Planke einatmen. Auf deinem Weg in die Bauchlage aus. In die Kobra ein. Auf deinem Weg herabschauender Hund aus. Mit der nächsten Einatmung bring das rechte Bein nach oben. Einen großen Schritt nach vorn ausatmen. Einatmen oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein einatmen, heben. Einen großen Schritt nach vorn, atme aus. Paralleler Krieger ein, herabschauender Hund aus. Rechtes Bein heben, einatmen, vor, aus. Paralleler Krieger ein, herabschauender Hund aus. Links ein, mit der Ausatmung vor. Paralleler Krieger ein, herabschauender Hund aus. Eine letzte Runde in deinem Rhythmus. Lass die Bewegung fließen. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Nur einen unendlichen Fluss. Und dann bleib für einige Atemzüge im herabschauenden Hund. Und dann lauf nach vorne in deinen langen Rücken, atme ein, tiefe Vorbeuge aus, über die Seite in den Berg. Namaste, atme aus. Bleib für einige Atemzüge in Namaste. Spüre die Verbindung deiner Füße zum Boden, die Aufrichtung, die Länge. Vielleicht ist dir schon ein bisschen wärmer geworden. Vielleicht fühlt sich dein Körper schon anders an. Mit der nächsten Einatmung komm in deinen Blitz. Wähle deine Armposition, in der du deine Schultern unter Kontrolle behältst, sie loslassen kannst. Und probiere aus, wie weit kannst du im Blitz den Po ein bisschen nach hinten schieben. Gleichzeitig das Brustbein nach vorne oben. Mit der Ausatmung tauch in die tiefe Vorbeuge. Mit der Einatmung komm in den langen Rücken. Mit der Ausatmung steig mit dem rechten Bein nach hinten zurück in den Sprinter. Wenn du Blöcke hast, könntest du sie gerne benutzen. Wenn nicht, kannst du es auch ohne machen. Mit der nächsten Einatmung in die Arme nach vorne oben und mit der Ausatmung öffne in den Krieger 2. Spüre, dass die Hüftöffnung quasi beginnt. Achte auf dein vorderes Knie, dass das nicht nach innen kippt. Halte es stabil. Achte hinten auf deinen Fuß, dass wirklich die Hacke außen steht. Dass nicht das Knie zu sehr belastet wird. Lass die Schultern los, streck die Arme lang, vielleicht Handflächen nach unten, vielleicht nach oben. Und bleib auch hier in der Mitte stabil. Mit der nächsten Einatmung komm in deinen fliegenden Krieger. Die Arme sind oben, beide Beine sind parallel.
der Ausatmung öffne jetzt dein rechtes Bein in die Außenrotation. Beug das Knie, Krieger 2. Lass die Schultern wieder los. Bleib in der Mitte stabil. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in deinen fliegenden Krieger. Mit der Ausatmung öffne wieder nach links. Mit der nächsten Einatmung schieb nur den Oberkörper nach vorn. Mit der Ausatmung komm in deinen seitlichen Winkel. Achte auf die untere Schulter, dass du da nicht drin hängst. Bring den oberen Arm, die obere Körperseite gefühlt nach hinten an die unsichtbare Wand. Lass deine Atmung fließen. Und mit der nächsten Einatmung bring den linken Arm nach vorne oben. Dreh das linke Bein wieder in den fliegenden Krieger. Und mit der nächsten Ausatmung Rotation im rechten Bein. Krieger 2, Mitte stabil. Und mit der nächsten Einatmung bewegt sich nur der Oberkörper. Und mit der Ausatmung seitlicher Winkel. Bring Länge in deine obere Körperseite. Von den Fingern bis zur Hackenaußenkante. Halt dein rechtes Knie stabil. Und mit der nächsten Einatmung bring den rechten Arm nach oben. Fliegender Krieger. Mit der Ausatmung Krieger 2 nach links. Mit der Einatmung komm in deinen friedlichen Krieger. Du kannst den rechten Arm unten lassen. Du kannst den rechten Arm auch hinter dir herumlegen. Und über die Windmühlenarme komm zurück in den Sprinter, bring das vordere Bein nach hinten in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung in die Planke. Auf deinem Weg in die Bauchlage aus, in die Kobra ein, herabschauender Hund aus. Lass deine Atmung fließen. Mit der nächsten Einatmung lauf nach vorne. In den langen Rücken. Atme aus in die tiefe Vorbeuge. Achtung, in den Blitz einatmen. Namaste, atme aus. Bleib in deinem Blitz. Und so unauffällig wie möglich hebst du mit der nächsten Einatmung deine rechte Fußsohle 1 Zentimeter hoch. Und mit der Ausatmung setzt du ab. Links heben mit der Einatmung, absetzen mit der Ausatmung. Mach das einige Male. Und versuch dich dabei, so wenig wie möglich zu verschieben. So stabil wie möglich zu bleiben. Achte darauf, in dem Moment, wo du den Fuß hochhebst, dass du nicht im Becken rund wirst, sondern bleib auf deinem Hocker, bleib hier lang und heb dann den Fuß. Wenn das nächste Mal beide Füße wieder am Boden sind, dann streck mit der Einatmung die Arme wieder lang und dann tauche in die tiefe Vorbeuge. In den langen Rücken einatmen und steig mit links zurück in den Sprinter. Mit der nächsten Einatmung komm über den parallelen Krieger, öffne mit der Ausatmung in den Krieger 2.
Komm hier wieder ganz bewusst an. Richte deinen Körper aus. Spüre, ob dein Oberkörper vielleicht ein bisschen weit vorne ist. Idealerweise ist unsere Wirbelsäule ganz aufgerichtet. Auch im Krieger 2. Mit der Einatmung komm in den fliegenden Krieger. Ausatmen zur linken Seite, Krieger 2. Mit der Einatmung Oberkörper vor, ausatmen, seitlicher Winkel. Achte wieder auf deine Schultern, auf die Länge, auf dein vorderes Knie, dein linkes. Mit der nächsten Einatmung kommen wir in den fliegenden Krieger. Mit der Ausatmung öffne nach rechts, Krieger 2. Lass immer wieder die Schultern los. Und mit der Einatmung schieb den Oberkörper vor, seitlicher Winkel, ausatmen. Lass deine Atmung gerne in Ujjayi weiter fließen. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in den fliegenden Krieger. Mit der Ausatmung nochmal nach links, Krieger 2. Und jetzt streck dein vorderes Bein lang und lass dadurch deine Hüfte so ein bisschen nach hinten gehen. Und dann wirst du merken, der Oberkörper kommt ganz automatisch schon ein bisschen weiter nach links. Und dann komm in ein Dreieck. Bleib auch hier in der Mitte stabil. Hab die Idee, du ziehst deinen vorderen Fuß so ein bisschen zu dir heran, dass du nicht im Kniegelenk hängst. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in den Krieger 2. Und mit der nächsten Einatmung in den fliegenden Krieger. Ausatmen nach rechts, Krieger 2. Spür, das Knie ist gebeugt, Wirbelsäule ist aufgerichtet. Jetzt verändern wir das mit der Einatmung. Streck dein vorderes Knie, Hüfte darf weg, Oberkörper ist vorn. Und dann komm in dein Dreieck. Wenn hier der Fußabstand für dich zu groß ist, dann mach ihn für dich einfach kleiner. Probier aus, was für dich passt. Das Dreieck, beide Beine sind aktiv lang gestreckt. Mit der nächsten Einatmung komm in deinen Krieger 2. Lass die Schulter mit der Ausatmung nochmal los. Mit der Einatmung komm in den fliegenden Krieger. Und mit der Ausatmung noch einmal den Krieger 2 nach links. In den friedlichen Krieger einatmen. Und über die Windmühlenarme geh deinen Weg. Vielleicht bleibst du im herabschauenden Hund. Vielleicht gehst du durch den Floh. Vielleicht machst du Pause in der Kindposition. Spüre dich hinein, was für dich passt. Und dann treffen wir uns alle wieder im herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung läufst du wieder in deinen langen Rücken nach vorn. Die tiefe Vorbeuge ausatmen. Achtung, in den Blitz einatmen. Mit der Ausatmung komm in Namaste. Mit der Einatmung heb den rechten Fuß 1, 2, 3 cm und bleib für einige Atemzüge. Stabilisiere dein linkes Bein. Und mit der
der Ausatmung absetzen. Links heben mit der Einatmung. Bleib für einige Atemzüge. Absetzen mit der Ausatmung. Mit der Einatmung streck die Arme in deine Länge. In die tiefe Vorbeuge aus. In den langen Rücken einatmen. Rechts steigt zurück. In den Sprinter atme aus. Paralleler Krieger ein. Krieger 2 aus. Fliegender Krieger ein. Nach rechts Krieger 2 aus. Oberkörper schief vor, atme ein. Seitlicher Winkel aus. Einatmen in den fliegenden Krieger. Nach links Krieger 2 aus. Einatmen, weit vor. Ausatmen, seitlicher Winkel. Einatmen, fliegender Krieger. Krieger 2 nach rechts aus. Einatmen, streck dein vorderes Bein. Ausatmen, komm in dein Dreieck. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in deinen fliegenden Krieger. Ausatmen nach links, Krieger 2. Einatmen, vorderes Bein lang. In das Dreieck ausatmen. In den fliegenden Krieger einatmen. In dein doppeltes T ausatmen. Und hier nochmal ein bisschen länger. Und mit der nächsten Ausatmung tauche nach unten in die Tiefe. Guck durch deine eigenen Beine durch. Bring Gewicht auf deine Hände und dann schaust du nicht mehr durch deine Beine, sondern schaust du ein bisschen vor deine Hände. Aktiviere deine Schultern und mit der nächsten Ausatmung heb die Fersen hoch und bring Gewicht auf die Hände, schieb die Körperschwerpunkt ein bisschen vor und mit der Einatmung wieder tief. Wieder die Fersen heben, Gewicht auf die Hände, Schultern stabil und langsam wieder tief. Mach auch das in deinem Rhythmus, wie es für dich passt. Und dann bleib vielleicht beim nächsten Mal oben und hab die Idee, du willst noch ein bisschen höher. Bis nur noch so der große Zeh auf dem Boden steht. Und dann roll wieder an. Und dann lauf mit beiden Händen zu deinem linken Fuß. Die Füße bleiben auf ihrem Platz, aber rutschen auf der Matte in eine Drehung. Die Hände laufen weiter und wir täuschen so einen halben Drehsitz an. Und dann laufen langsam wieder zurück zur Mitte. Schau, dass hier beide Füße wieder parallel stehen. Und dann lauf zur anderen Seite. Drehen. Die linke Po-Seite ist auf dem Boden. Und dann komm wieder zurück. Und dann wechsel für dich. Mit der Ausatmung beugst du. Mit der Einatmung läufst du. Mit der Ausatmung beugst du. Mit der Einatmung läufst du. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Wähle deinen Rhythmus, dein Tempo. Und wenn du das nächste Mal wieder in der Mitte bist, bleib in der Mitte. Komm über das doppelte T in den fliegenden Krieger. Bring die Hände in Namaste.
Und bring deinen rechten Fuß, dein rechtes Knie nach oben und komm in den einbeinigen Sitz, einbeinigen Blitz. Zieh diesen Fuß an, schieb den Po nach hinten und schieb dein Brustbein nach vorn. Lass dein Knie nach außen gehen und halt die Hüfte stabil. Mit der nächsten Einatmung komm in den fliegenden Krieger. Ausatmen, Namaste. Und bring jetzt dein linkes Bein nach oben. Und komm wieder in den einbeinigen Sitz. Mit der nächsten Einatmung, fliegender Krieger. Mit der Ausatmung öffne dein rechtes Bein wieder auf 90 Grad. Die linke Ferse schiebst du so 45 Grad nach hinten. Und jetzt drehst du deine gesamte Hüfte nach rechts. Beugst das vordere Knie, nimmst die Arme nach oben und bist in deinem Krieger 1. Streck sehr bewusst hinten das Knie, damit es geschützt ist. Achte darauf, dass der Winkel hinten nicht zu groß ist. Und zieh deine rechte Hüfte gefühlt zurück und dein Becken vorne nach oben. Schieb sehr bewusst die Hackenaußenkante von deinem linken Fuß in die Matte. Mit der nächsten Einatmung dreh die hintere Ferse wieder parallel, vorderen Fuß wieder parallel, dann bist du wieder im fliegenden Krieger. Und dann zur anderen Seite, wir starten mit links, auf 90 Grad öffnen, rechte Ferse zurück, Hüfte nach links, vorderes Knie beugen. Und wenn dieser Fußabstand für dich jetzt zu groß ist, dann mach ihn kleiner. Probiere aus, die Hüfte, soweit es möglich ist, nach vorne zu bringen und streck das hintere Knie lang. Ganz wichtig. Zieh das Becken vorne nach oben, rechte Hacke fest in den Boden schieben. Den Atem fließen lassen. Mit der Einatmung komm wieder in den fliegenden Krieger. Beide Füße sind wieder parallel. Lass die Schultern nochmal los. Zieh gefühlt die Füße ein bisschen zueinander. Und von hier aus komm noch einmal in ein doppeltes T. Tauch in die tiefe Vorbeuge. Bring wieder Gewicht auf deine Hände, schau wieder ein bisschen nach vorn, über die Fingerspitzen. Heb die Fersen noch einmal hoch, probiere immer mehr Körpergewicht auf die Hände zu bringen. Bleib in deinen Schultern dabei stabil. Und dann setz die Füße langsam ab. Wandere noch einmal mit deinen Händen zu deinem linken Fuß. Die Füße drehen noch einmal mit. Setz dich ab. Und dann probiere, ob mit dieser Beinposition es möglich ist, dass du auch den linken Po auf die Matte setzt. Und wenn das nicht möglich ist, dann streck dein rechtes Bein lang. Fass mit deiner rechten Hand dein linkes Knie. Mach mit deinem linken Arm einen großen Kreis nach hinten. Setz die Hand relativ nah an deinen Körper und stütz die Hand fest in den Boden, dass du Länge entwickeln kannst.
Wenn du magst, kannst du diesen Fuß, den rechten, noch anziehen. Außer du sitzt eben mit dem gebeugten Bein. Guck, was für dich passt. Und dann schau über deine linke Schulter. Bring Aufrichtung in die Wirbelsäule. Schieb die Ferse vielleicht nach vorn. Mit jeder Einatmung wirst du länger. Mit jeder Ausatmung, gefühlt, gehst du mehr in die Drehung. Und dann löse langsam auf. Wenn du das Bein lang gestreckt hast, musst du es erstmal wieder beugen. Und dann lauf zur anderen Seite. Komm in deinen zweiten Drehsitz. Wieder, wenn das Bein nicht gebeugt bleiben kann, kannst du es lang strecken. Zieh den Fuß an. Fass mit deiner linken Hand dein rechtes Knie und mach jetzt mit deinem rechten Arm einen großen Kreis nach hinten. Für deinen Drehsitz. Vielleicht ziehst du diesen Fuß wieder an. Mit jeder Einatmung mehr Länge. Mit jeder Ausatmung gefühlt mehr Drehung. Und dann löse auch hier die Rotation. Und jetzt bleibst du einfach so sitzen, wo auch immer und wie auch immer du sitzt. Bringst beide Beine nach oben. Guckst vielleicht, dass hinter dir genügend Platz ist. Rollst langsam zurück und kommst vielleicht über die Knie gerollt. Wenn es nicht geht, dann kannst du auch beide Beine zur Seite legen. Also guck, was für dich funktioniert. Komm von hier aus in deinen herabschauenden Hund. Und genieße den herabschauenden Hund noch einmal. Und dann lauf mit den Händen nach vorn, in den langen Rücken einatmen. In die tiefe Vorbeuge aus. Achtung, in den Blitz einatmen. Namaste ausatmen. Und dann platziere dein rechtes Bein im Blitz, ganz eng für den Adler. Rechtes Bein, ich mache es mal mit links, dann braucht ihr nicht überlegen. So dass wir beide die gleichen Seiten haben. Also das rechte Bein ist bei dir im Moment oben. Und wenn du magst, dann bring auch die Arme in die Adlerposition. Bleib für einige Atemzüge, finde deine Balance und es darf gerne wackeln. Ist kein Problem. Und dann setz dein rechtes Bein weit zurück in den Sprinter. Löse die Arme. Stell deine rechte Hand neben den Fuß, vielleicht wieder auf eine Erhöhung. Und dann öffne deinen linken Arm nach oben zur Decke. Der gedrehte Winkel. Schieb das hintere Bein ganz lang, schieb dein Brustbein nach vorn. Und dann schubst dich hinten vom Fuß ein bisschen ab, heb das Bein. Vielleicht schaust du nach oben, vielleicht schaust du nach unten, vielleicht setzt du die Fingerspitzen auf, vielleicht hast du einen Block. Guck, was für dich passt, für den gedrehten Halbmond.
Und von hier aus häng dich in deiner Vorbeuge aus. Lass den Oberkörper pendeln, wenn es angenehm für dich ist. Und dann atme ein in deinen langen Rücken. Atme aus in die tiefe Vorbeuge. In den Blitz einatmen. Namaste, atme aus. Wir kommen zur zweiten Seite. Bring jetzt dein linkes Bein auf dein rechtes. Du könntest auch abstützen. Guck, was für dich passt. Und wenn du magst, komm in deine Adlerarme. Finde deine Balance. Und das Bein, was oben ist, ein linkes Bein, das bringst du jetzt nach hinten in den Sprinter. Setzt die linke Hand neben den Fuß und bringst deinen rechten Arm nach oben. Der gedrehte Winkel, achte nochmal auf deine Schulter. Lass deine Atmung fließen. Und dann schubst du dich auch hier hinten ein bisschen ab. Wie gesagt, vielleicht hast du auch einen Block. Dann kannst du hier weiter hochgehen. Der gedrehte Halbmond. Streck beide Beine so weit wie es geht. Und mit der Ausatmung häng dich noch einmal in deiner Vorbeuge aus. Mit der Einatmung komm in deinen langen Rücken. Mit der Ausatmung tauch in die Tiefe, in den Berg einatmen. Und dann komm in Malasana, in die Gelande. In diese Position für deine Hüfte, für deine Knie, für was auch immer sich nicht gut anfühlt. Ihr könntet euch da auch einen Block unterlegen und euch mit dem Po quasi absetzen. Spüre, du lässt das Becken, den unteren Rücken los. Du schiebst hier mit deinen Armen die Knie nach außen und dein Brustbein schiebt sich hoch. Die Schultern kommen vom Ohr weg. Bleib für einige Atemzüge. Und vielleicht bleibst du hier eine Weile. Vielleicht kommst du auch den nächsten Schritt mit, Bakasana, die Krähe. Dafür setzt du die Hände auf und stellst deine Füße jetzt deutlich enger aneinander. Wir haben es vorhin schon ein bisschen vorbereitet. Blick nach vorn, Schultern von den Ohren weg und hab die Idee, Po hoch. Nicht, ich will irgendwie hier unten nach vorn, sondern heb den Po nach oben. Lauf mit den Füßen so weit nach vorn, wie es für dich passt. Und dann fang erstmal an, einen Fuß zu heben und abzusetzen. Immer mit der Idee, Po hoch. Stabile Schultern. Und nur wenn es ohne Schwung für dich machbar ist, dann hebst du vielleicht das zweite Bein mit hoch und stellst dir vor, deine großen Zehen schieben zur Decke. Und dann löse langsam auf, häng dich nochmal aus und komm auf deinem Weg in die Bauchlage. Leg die Arme
lang Richtung Fuß ausgestreckt. Aktiviere die Mitte. Und mit der nächsten Einatmung kommt deine Heuschrecke. Gib die Arme, die Beine, den Unterbauch. Und mit der nächsten Ausatmung löse. Mach's dir für einen Moment bequem. Und dann komm noch einmal in die Ausgangsposition. Und mit der Einatmung Heuschrecke. Vielleicht bringst du die Arme zur Seite. Mit der Ausatmung lösen. Alle guten Dinge sind 3. Wird immer gesagt. Bereite dich noch einmal für die Heuschrecke vor. Und mit der Einatmung nach oben. Vielleicht nimmst du die Arme wieder seit. Vielleicht beugst du die Knie und die Füße und bist in der fallschirmspringenden Heuschrecke. Und mit der nächsten Ausatmung löse. Von hier aus kommen in die Rückenlage. Stell deine Füße auf den Boden, hüftschmal. Leg die Arme neben den Körper, nach Möglichkeit mit der Handkante vom kleinen Finger auf den Boden. Und dann roll langsam in deine Schulterbrücke hoch. Und langsam wieder tief. Mach das einige Male. Und vielleicht bleibst du in dieser Rollbewegung. Vielleicht möchtest du auch oben bleiben. Dann würdest du mit deinen Armen unter deinem Körper wandern. Die Hände fest in den Boden drücken. Und vielleicht mit deinen Schultern noch mehr unter den Rücken kommen. Vielleicht streckst du dein rechtes Bein nach oben. Und setzt es mit der Ausatmung wieder ab. Wenn du es rechts gemacht hast, mein Vorschlag, mach es auf jeden Fall auch links. Mit der Ausatmung absetzen. Und dann löse die Hände. Roll langsam Wirbel für Wirbel ab. Und mach dich bereit für deinen Fisch. Streck dafür die Beine lang. Vielleicht kommst du auf die Unterarme und schiebst dich hier aus deinen Schultern heraus. Vielleicht platzierst du die langen Arme, ähnlich wie in der Schulterbrücke, unter deinem Körper und kommst hier nach oben. Für welche Variante auch immer du dich entscheidest, wichtig ist, aktiviere deinen Schultergürtel. Lass den Kopf in eine für dich angenehme Position kommen. Das kann hier sein, das kann da sein, das kann da sein. Probier für dich aus, was passt. Schieb die Schulterblätter hinten zueinander. Spüre, dass du dich rausschiebst aus deinem Schultergürtel. Mit der nächsten Einatmung
Bring das Kinn zum Brustbein. Und dann löse langsam in Savasana auf. Deine Füße und Beine fallen ganz locker nach außen. Deine Arme liegen etwas vom Körper entfernt. Die Handflächen schauen nach oben. Atme einige Male tief durch die Nase ein und durch den offenen Mund aus. Und mit jeder Ausatmung durch den Mund lässt du deinen Körper immer mehr los. Und dann werde ein stiller Beobachter deiner Atmung. Du spürst deine Atmung, du nimmst sie bewusst wahr. Aber du veränderst sie nach Möglichkeit nicht. Du lässt sie einfach fließen. Und mit jeder Ausatmung, die du wahrnimmst, lässt du deinen Körper mehr los. Mit jeder Ausatmung lässt du immer mehr los. Immer noch lässt du mit jeder Ausatmung mehr los. Und du widerstehst der Versuchung, in einen Tagtraum zu verfallen. Du bist dir ganz bewusst, dass du auf deiner Matte liegst. Und deinem Körper mit jeder Ausatmung immer mehr loslässt. Beginne jetzt deine Hände und Füße bewusst zu spüren. Wahrzunehmen. Und dann beginnst du deine Hände und Füße zu bewegen. Lass die Bewegung in deine Arme und Beine kommen. Lass die Bewegung in deinen ganzen Körper kommen. Und dann roll dich auf deine rechte Seite.
Morgen zum Sitzen nach oben. Nimm deine Hände in Namaste. Atme tief durch die Nase ein. Durch den offenen Mund aus. Drittes Mal. Und dann öffne deine Augen. Namaste. Bis zum nächsten Mal.